Die zwei Horsenbrezen da sind Flocki und Flo. Zwei beste Freunde, die sich immer hinterher eifern und das Gleiche haben müssen. Und so hat's nicht lang gedauert, nachdem der Flo seinen Waldkäfer geborgen hat, dass der Flocki auch seinen Käfer haben wollte. Eigentlich müsste man einer beide eine eBay-Kleinanzeigen-Sperre reinhauen, weil sonst passiert da meistens nur ganz viel Scheiß. Und so kommt's, dass der Flocki genauso wahnsinnig ist wie der Flo und kurz nachdem wir uns einen Waldbus geholt haben, er auch einen Waldbus braucht. Mit einer spektakulären Bergung wurde der doch schon sehr knusprige T1 dann geholt und wird jetzt von beiden Flockis fachmännisch restauriert und repariert. Im heutigen Video soll es aber auf jeden Fall darum gehen, wie sie den Rahmen von der Karosse getrennt haben. Das ist im Sommer aufgenommen worden, also schon eine Zeit her. Und ich werde mir heute die Mühe machen und Untertitel auch auf Deutsch einblenden, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass nicht jeder das Bayerisch versteht. Also in diesem Sinne, viel Spaß. Stopp, Flo! Wieder zurück! Runter langsam. Weil wenn man nicht auf 5 Sachen gleichzeitig schaut. Gut, jetzt kommst du wieder auf. Nein, wir sind irgendwie verzwickt drin. Das Auto bitte beieinander lassen. Ja. Könnten Sie mir bitte aufhören, das Auto zu zerstören? Aha, guck mal den Gorsack, siehst du, den. Achso, der hängt da an einem kleinen Zipfel da noch. Ja, genau, und das ist halt extrem, weil das ist halt was dickes, gell? Da kommt's. Dann haben wir es hingekriegt. Also, danke, du hast das Fenster schon, ja? Also weggehen. Deckung. Marvin, der König schneit jetzt. Also entweder von da, Was da oben schneiden? und dann muss dieser aufschneiden, weil das ist eh drauf geschissen. Aha, da ist das Problem. Da kommt schon ein Zug drauf. Was für ein Ring? Ja, der Hund. Ah, jetzt ist es gesprungen, schau. Was ist gesprungen? Ja, das Lenkrad ist aber gesprungen. Gesprungen ist es. Jetzt ist es herunter, ne? Ja. Ja, super. Geil. Ist jetzt schnell gegangen, oder? Ja, nein, das ist nicht T1 typisch. Das ist einfach Weil das ist einmal alles ein Problem. Aber was bei meinem, der war ja, was der 50 Jahre draußen. so, Und da habe ich den Hucken noch fast, da war drunter alles wie rein, da war ich so erstaunt. also, jetzt geh runter, du Sau. Ja, ein bisschen locker. Ein bisschen Stille, nicht so. Nein, ich bin Nicht so entspannt, nicht so umgespannt. Ah, das ist er. Verloren. Jetzt ist er okay. Warte mal, langsam ein bisschen. Ja. Es ist gut so. Und jetzt muss ich oben. Und du lässt runter, Flo, genau. Jetzt schon, lass runter. Jetzt schon. Handbremse ist frei, das Auto schwebt. Nein, du nicht scheiße, oder? Ja, Der fliegt frei. jetzt stehe ich genau im Beutel, gell? Jetzt stehst du im Beutel. Das ist eine Scheiße. Jetzt ist es auseinander.
Oh, jetzt ist da was kaputt. Was ist denn kaputt? Die Hund. Stellen wir einmal da auf Hausmann, aber nicht. Oder soll man mal rumdrehen? Du tragst mein Auto nicht. Der neue Rahmen wartet schon und jetzt gibt's erstmal Bestandaufnahme und Hausaufgaben vom Flo. Dass du da anfängst. Du kannst das alles rausnehmen, du kannst das alles rausnehmen. Die Streben muss ja halten Alles bleiben. auszuschneiden, oder? Das darf ich wirklich da an der Kante entlang einfach auszuschneiden. Ja. Alter, das ist gar kein Blech mehr. Aber der kann das nicht, der aus die vorbauen, das Auto. Ja. Oder halt mal. Schau mal hin. Krampfen. Weißt du, das ist sauber, oder? Ja, ist nichts mehr da hier. Jeder nimmt das her, was er hat. Bei mir hat der mir ein Hölzerbatterie bombardiert. Ja, ohne Scheiß, da ist ein Holzplatten drin. Ehrlich? Batteriebombe. Na, sag mal, geht's noch? Das spülst du eigentlich. Bis gerade davor hätte es noch den Tiertesten herrichst, gell? Wenigstens, wie es ausschaut. Ja, aber gut laminiert, oder? Der Laminator war das, glaube ich. Die schreibst du in die Kleinanzeigen aus. Da muss der reingehauen, was wir. Der Laminator gewesen, glaube ich. Schau, das ist mir alles laminiert. Das ganze Eck. Schön, so passt es zusammen. Das kannst du eigentlich genau so wieder einbauen. Da die verkaufen. Kein Kühlschepper brauchen. Ich habe eh Saudeier. Ja? Ja, es ist aber gut, das falsche Das war ein Ober. Rathaus. Ja. Also das ist schon gut, dass wir ganz Rathaus haben. Das kannst du eigentlich auch gleich wegbringen, das ist auch nichts mehr. Die kriege jetzt sowieso vielleicht einmal was wichtig. Ja, das kannst du sowieso wahrscheinlich die ganze. Ha? Ja, ja, das Eck ist nichts mehr. Wieso bleibt der Video? Da schon hier ist wieder so ein Eck. Also, tut mir leid, aber. Die wird auf den ganzen Harzgestank gestanden haben. Ja, vielleicht hat er da einen Ja, Fetisch. wahrscheinlich hat er da irgendwie. Ich glaube, dass er einen Fetisch gehabt hat. Dass wenn der das riecht, dann kriegt er vom Teigling ein Halbzeichen. Wahrscheinlich. Dann hat er es gar nicht mehr gespannt, wie schlecht das Auto eigentlich ist. Genau. Das ist alles bloß Matten, oder? Das sogenannte Mattenauto. Das macht ein Auto. Schauen wir, dass das vielleicht noch ganz bleibt ein bisschen. Aber weißt du, was ich über Kindheitstrauma? Meine Mama hat mal, wenn ich dann ein Pflaster gehabt habe, hat sie mir das runtergerissen. Und jetzt mache ich das gleich mit dem Auto, mir tut es aber gleich weh. Das ist jetzt aber ganz weh. So, jawohl. Ja, Brauchen wir wieder. das brauchen wir da, oder? Ja, das brauchen wir zum Nachbauen eigentlich. Weil das muss bei meinem auch nachbauen, das war bei mir auch gar nicht mehr da. Ein Weißt du was? Traum. Ich nimm's mit auf und baue es gleich nach. Ja. Weil ich brauch's auch. Kannst du abpausen. Oberhausen, genau. Machen wir gleich mal das vor. Ich glaube, das passt. Habt ihr ein Fazit für die Aktion heute? Und wir ein Fazit haben. Super. Ja, Also, nicht ganz ich sauber. muss sagen, das Team, das taugt mir. Ihr dürft jetzt Einmal mit jeden Tag kommen. Waren wir mit Profis, oder? Ja, ihr dürft jetzt jeden Tag kommen, weil wir, gemeinsam sind wir stark. Ja, das darf mir so Viele Hände, passen. schnelles Ende. Das darf mir so passen. Weißt. Aber gut, jetzt ist einmal, es schaut natürlich noch Baustelle aus, aber Papa, ich hab's wieder wir werden es rocken. gemacht. Also, oder? Dieses Auto haben wir, wie ihr im Video gesehen habt, einfach mal, was heißt einfach mal, wir haben einfach mal den Rahmen rausgeschnitten, haben tatsächlich einen neuen Rahmen gebaut mit einer Lehre, die der Jens Wölfert sich selber gebaut hat, anhand, lustigerweise, von dem Rahmen, der in unserem Bus steht. Also das heißt, wenn der schief ist, ist der auch schief. Nee, ich glaube, das passt alles gut. Also trotzdem nochmal vielen Dank an dieser Stelle an den Jens für diesen, damals für diesen Rahmen und jetzt für den Flo diese Lehre. Das hat uns sehr weit nach vorne gebracht und auch an Febib für diesen super tollen Rahmen. Das steckt jetzt da drin und dieser Bus steht jetzt hier, weil jetzt geht es halt sehr hart ans Detail. Und der Flo hat halt gefragt, ob ich ihm da helfen kann und das war, wir haben dann schon angefangen, das sind schon auch schon relativ weit, aber das war immer irgendwie nervig,
weil ich immer zu ihm runterfahren musste und dann hatte ich wieder nicht das richtige Werkzeug und was weiß ich und dann fährst du wieder hoch und dann haben wir irgendwann gesagt, so, Platz ist hier, die Karre kommt jetzt hierher, dann kann er hier arbeiten und wenn er halt eine Frage oder kurz Hilfe braucht, bin ich ja eh da, weil ich ja Unsinn mache und dann können wir gemeinsam hier diese Busse vollenden. Hier kann man das ganz gut sehen, was hier passiert ist, also eigentlich alles, was hier so shiny ist wirklich einfach neu. Also inklusive wirklich die Hinterachse. Also wir sind da auch mega gespannt, wie das später fahren wird. Also wir gehen da vom Besten aus, aber bis hierhin war das schon echt ganz schön viel Arbeit. Also ohne Scheiß. Der Flo den Rahmen vorab ohne Auto gebaut hat, mit dieser Lehre. Und wir hatten auch ganz viele Maße, so wie ich es bei meinem auch oder bei unserem auch gemacht habe. Da haben wir uns halt diese Abstände geholt und was weiß ich. Und irgendwann haben wir dann auch, so wie hier, unseren Bus mit dem Ganzen wieder verbunden. Und das ist hier auch schon passiert, also über diese Trennwand und über die Säule hier ist das Auto schon wieder verbunden. Und natürlich da hinten hält er schon, hier hält er schon. Und da müssen wir noch, das ist halt jetzt schon ein Punkt, wo wir gemeinsam machen. Diese ganzen Säulen setzen richtig, dass hinterher auch die Türchen wieder vernünftig schließen. Und ja genau, das war's. Also ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir mal ein bisschen woanders auch unterwegs waren. Ja. Ihr werdet den Bus wahrscheinlich immer mal wieder sehen, weil der halt jetzt bei uns einfach in der Halle steht und immer mal wieder dran geschraubt wird. Also es kann schon sein, dass da mal was drin vorkommt. Freilich. Und in Gedanken sind wir, glaube ich, beide schon oder halt alle drei, mit Andi alle vier. Ja, schon irgendwo Schon hinfahren irgendwo in die Berge. hinfahren zu zweit mit den Bullis und so. Ja. Und freuen Und uns da schon campen, mega wo wir drauf. nicht so leicht hinkommen. Da stecken bleiben, wo uns kein anderer retten kann. Richtig. Genau. So war Danke der Plan. fürs Zuschauen und wir Jo. sehen uns. Ciao, Bis ciao. bald, servus, ciao. Schaut gern mal bei der lieben Andi vorbei, die Freundin vom Flocki und beim Flocki selber auf Instagram. Da gibt es immer wahnsinnig viele Storys zu entdecken und ich verlinke euch das natürlich alles unten in der Infobox. In meinem Kiez gibt's ein paar verrückte Bulli-Fans, die ihre Bullis aus dem Wald gezogen haben, buchstäblich. Das sind Florian der Jüngere und seine Freundin Laura und Florian der Ältere. Ja, rollt über mich drüber, kein Problem.